Wow, das ist so realistisch. Ja, Mann, das ist VR so krass. Mann, das fühlt sich so echt an. Wow, krass. Mein Körper. Ja, fühlst du das auch? Ja, das ist ganz komisch. Nein, nein. Ich fühle mich so komisch. Irgendwie weniger detailliert. Markus, weißt du, wo wir uns befinden? Das sieht mir verdächtig nach einem JRPG aus der SNES-Zeit aus. Erforsche deine Gefühle, Konstantin. Es sieht nach einem klassischen Spiel aus, ist allerdings hochmodern. Was meinst du damit? Wir befinden uns in Evoland 2. Evoland? War das nicht diese viel zu kurze und spielerisch maue Parodie des französischen Entwicklerstudios Shiro Games? Das war Evoland 1. Das gibt's mittlerweile sogar für Smartphones. Evoland 2 hingegen parodiert zwar immer noch quer durch alle Genres und Klassiker, die das Medium Videospiele hervorgebracht hat, bietet darüber hinaus aber auch eine 20 Stunden lange, in sich geschlossene Kampagne mit grundsympathischen Charakteren. Keine Angst, man muss den Vorgänger nicht kennen, denn Evoland 2 erzählt eine komplett eigenständige Geschichte. Diese wirkt auf den ersten Blick zwar eher wie ein Mittel zum Zweck und schickt euch von einer verrückten Idee zur nächsten, doch davon sollte man sich nicht beirren lassen, denn das farbenfrohe Zeitreiseabenteuer um den jungen Kuro gewinnt im späteren Spielverlauf deutlich an Tiefgang. Doch worum geht's eigentlich? Amnesie ist eine blöde Sache, vor allem wenn man sich nicht mal an seinen eigenen Namen erinnern kann. So geschehen der rothaarigen Spielfigur mit der markanten Brille, die fortan mit einem provisorischen Namen unterwegs ist. Um seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, sollte Protagonist Kuro einen kleinen Abstecher in den Wald wagen, wo ihn das grünhaarige Mädchen Fina fand. Klingt doch nach einem Plan. Doch bevor es erst einmal in den Wald geht, braucht Kuro natürlich ein Schwert, um sich zu verteidigen. Nach einer kleinen Rätseleinlage, die an... was war denn das noch gleich? War es Professor Layton? Nach dieser kleinen Rätseleinlage, die an Professor Layton erinnert, geht's dann auch samt Schwert in den Wald, wo ihr auf den ersten Bossgegner trifft. Doch wie zu erwarten, endet das Abenteuer nach diesem Scharmützel nicht, sondern beginnt jetzt erst. Wie eingangs erwähnt, dreht sich bei Evoland 2 nämlich alles ums Thema Zeitreisen. Und im Gegensatz zu bekannten Titeln wie Chrono Trigger wartet das Spiel mit einem ganz besonderen Kniff auf. Denn jede Periode präsentiert sich in einem anderen Grafikstil. Ist die Gegenwart an glorreiche 16-Bit-Abenteuer angelehnt, so zeigt sich die Vergangenheit wesentlich detailärmer und auch die Animationen sind gröber als in der Gegenwart. In der Zukunft, da erwartet den Spieler sogar 3D-Grafik. Die Idee des Vorgängers, nämlich die Evolution des Mediums Videospiele sowohl grafisch als auch spielerisch zu präsentieren, wird in Evoland 2 erweitert und sogar sinnvoll in die Geschichte eingebettet. Ah, okay. Danke für diese ausführliche Erklärung. Aber wie bitte kommen wir nach Hause? Es ist zwar schön und gut, dass du Evoland 2 so toll findest, aber das hilft uns gerade auch nicht weiter. Aber ich finde Evoland 2 nicht einfach nur toll, ich finde es einfach grandios. Ganz im Ernst? 2015 erschienen einige der spannendsten neuen Marken sowie der besten Sequels der letzten Jahre. So wie Metal Gear Solid 5? Ausgerechnet das? Natürlich nicht. Auf jeden Fall ging Evoland 2 in diesem grandiosen Spielejahr doch etwas unter. Zu Unrecht. Weißt du, warum jeder Fan der 16-Bit-Ära, was rede ich da, jeder, der in den letzten 30 Jahren und darüber hinaus mit Videospielen groß geworden ist, Evoland 2 unbedingt gespielt haben sollte? Ich tippe, du wirst mir das gleiche erzählen. Evoland 2 ist ein gewaltiges Potpourri, dessen Grundzutat die populärsten Spiele der 90er bilden. Wo sonst erwarten den Spieler Schleichpassagen in alten Kartons oder fordernde 1 vs 100 Kämpfe à la Double Dragon. Doch auch moderne Klassiker wie Guitar Hero werden zitiert. Den Spieler erwartet sogar ein komplett optionales Kartenspiel mit immensem Suchtfaktor. Final Fantasy 8 und 9 lassen grüßen. Wobei, optisch spielt man hier wohl eher auf Hearthstone an. Siehe hier. Oder hier. Zwar funktioniert nicht jedes Spielelement so toll, wie es auf dem Papier klingt, und gerade wenn man eine Abneigung gegen gewisse Genres hat, heißt es manchmal einfach nur Zähne zusammenbeißen und durch. Das merke ich schon. Spiele wie Gradius oder Mega Man waren mir schon immer zu hektisch. Hey, könnt ihr damit bitte aufhören? Bei aller Liebe zum Detail, qualitativ erreicht Evoland keines seiner großen Vorbilder.
Aber das will es auch nicht. Schließlich sind die Abschnitte, mit Ausnahme weniger Passagen wie der Fire Emblem Reminiscence, meist nur wenige Minuten lang. Es ist wirklich beeindruckend, wie viel Spiel im Spiel in diesem Indie-Meisterwerk steckt. Wenn man Evoland 2 wirklich etwas vorwerfen möchte, dann, dass es sich zu sehr darauf verlässt, eine Anspielung nach der nächsten auf den Spieler loszulassen. An so mancher Stelle könnte man fast vom Diebstahl geistigen Eigentums reden. Hör mal in diesen Wald genau hin, Konstantin. Klingt fast nach Legend of Zelda meets Castlevania. Dachte ich mir auch. Naja, vielleicht ist das einfach nur die Art von Shiro Games, sich für die ganzen schönen Spiele zu bedanken, mit denen sie unvergessliche Stunden verbracht haben. Und damit triffst du den Nagel auf den Kopf. Evoland 2 ist nämlich genau das. Eine Verbeugung vor all den Perlen, mit denen sie und auch wir groß geworden sind. Und deswegen ist auch Evoland 2 so großartig. Also was machst du, wenn wir wieder zurück sind? Evoland 2 spielen? Exakt das. Übrigens, ist dir schon aufgefallen, dass sich das Portal da oben vor einiger Zeit wieder geöffnet hat? Und das sagst du mir jetzt? Worauf warten wir noch? Schnell rein, bevor es sich wieder schließt. Nicht schon wieder. Also ich find's eigentlich ganz cool. Wir sind wieder zurück. Oh. Doch wir sehen immer noch so nach 16-Bit aus. Weißt du, was das bedeutet? Zu viel Spielen verblödet nicht, sondern sorgt eher dafür, dass ein interdimensionales Portal geöffnet wird, welches fiktive Welten real werden lässt und die Beschaffenheit unserer Molekülanordnung verändert, wodurch wir nicht mehr Teil der dritten Dimension sind? Ich sehe das eher als Beginn für unsere eigenen Abenteuer. Stell dir vor, The Adventures of Konstantin und Markus in Video Game Country. Abgesehen davon, dass der Titel totaler Käse ist, warum muss dein Name eigentlich zuerst genannt werden? Meinst du nicht, dass wir lieber die Leute da draußen warnen sollten? Nicht, dass das Spielen von Evoland 2 noch mehr Menschen in 16-Bit-Figuren verwandelt. Du hast recht. Schließlich ist der Titel im gesamten Dezember im Museum spielbar. Und noch schlimmer, dank GOG gibt es wieder 10 Keys zu gewinnen. Oh shit.